Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder gemeinsam Schritt für Schritt. Und zwar dieses Bienenwürmchen. Der ist wirklich süß und wir machen das auch auf die einfache Art. Und wir fangen jetzt auch direkt mit dem Kopf an. Den Körper können die meisten auch selber, aber ich zeige es im Anschluss auch nochmal. Und dann machen wir die Fühler. Das Gesicht könnt ihr auch entscheiden, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt alles einmal Schritt für Schritt. Ich häkel jetzt den Kopf auf jeden Fall mit einer 2,5 mm Häkelnadel und nehme jetzt ein anderes Gelb dafür. Der ist nicht so knallig. Ihr könnt natürlich die Wolle eurer Wahl nehmen. Und dann geht es auch direkt los. Wir fangen an. Wir nehmen uns die Wolle, legen es zweimal um unsere zwei Finger, gehen mit der Häkelnadel hier rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen einmal durch. Das ist unser Anfang, der magische Ring. Ich ziehe schon etwas kleiner und jetzt häkeln wir 4 feste Maschen hier rein. Also in diesen Ring rein, Faden holen und durchziehen und eine feste Masche häkeln. Und insgesamt 4 feste Maschen in den magischen Ring. Das war schon die 4. Jetzt ziehen wir das zusammen am kürzeren Teil hier. Und jetzt häkeln wir in jede der 4 festen Maschen immer 2 feste Maschen und verdoppeln so gesehen die zweite Runde. Also ich versuche das einmal vom Nahen zu zeigen. Wir gehen hier in die nächste Masche direkt rein, ziehen den Faden durch, häkeln eine feste Masche und wir gehen in dieselbe Masche auch noch mal rein und häkeln die zweite feste Masche. So haben wir eine Masche schon verdoppelt. Dann in die nächste rein. Das ist unsere 3. feste Masche und in dieselbe noch mal rein. Das ist unsere 4. feste Masche. Dann auch in die nächste Masche 2 feste Maschen, 5 und 6 sind dann in einer Masche und in die 4. und in die letzte 7 und 8 in einer Masche. Das heißt, wir haben jetzt die zweite Reihe verdoppelt. Wir können noch mal fester ziehen. Jetzt sind wir in Reihe 3 und jetzt mache ich mir hier einen Maschenmarkierer ran. Dann weiß ich, wo der Anfang ist. In die erste Masche häkeln wir jetzt nur eine feste Masche. Und wir verdoppeln jetzt immer jede zweite Masche. Das heißt, in diese zweite Masche kommen jetzt 2 feste Maschen. In die nächste wieder nur eine. In die nächste wieder 2. In die nächste wieder eine. Jetzt wieder 2. Wieder eine. Und in die letzte, hier wo der Maschenmarkierer ist, auch noch mal 2 feste Maschen. Und dann sind wir mit dieser Runde auch schon fertig. Maschenmarkierer stecke ich mir wieder um. Und wir beginnen in Reihe 4. In dieser Reihe verdoppeln wir jede 3. Masche. Das heißt, in die nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche. Und jetzt in die 3. kommen 2 feste Maschen. 1 und 2. Dann wieder 2 einzelne.
Und in die dritte wieder 2 feste Maschen, 1 und 2, und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Am Ende angekommen hatte ich noch 2 feste Maschen übrig. Dann stecke ich mir das wieder um. Wir sind in Reihe 5. Wir können es auch ein bisschen schon mal umstülpen. Dann geht es ein bisschen einfacher mit dem Häkeln. Und jetzt verdoppeln wir jede vierte. Das heißt 3 einzelne Maschen in die nächsten 3. Und dann verdoppeln wir die vierte Masche wieder mit 2 festen Maschen. Und das machen wir auch die ganze Reihe entlang. Also 1 und 2 in die vierte, dann wieder 3 einzelne und die vierte verdoppeln bis zum Ende der Reihe, immer das gleiche. Am Ende angekommen, mache ich 2 feste Maschen hier noch in die letzte Masche. Maschenmarkierer wieder umstecken. Jetzt sind wir schon in Reihe 6 angekommen. Das geht eigentlich relativ zügig. In Reihe 6 verdoppeln wir jede 5. Masche. Also in die nächsten 4 einzelne feste Maschen und in die 5. machen wir 2 feste Maschen. Also 4 und jetzt bin ich bei der 5. und in dieselbe Masche kommen jetzt 2 feste Maschen. Das machen wir auch bis zum Ende der Reihe. Jede 5. einmal verdoppeln. Am Ende angekommen ist das meine 5. Masche wieder, also bei mir kommen hier wieder 2 rein. Maschenmarkierer stecke ich wieder um und jetzt häkeln wir in Reihe 7 und 8 jeweils nur eine feste Masche in jede Masche, also keine Verdopplung, keine Zunahmen, einfach nur in jede Masche eine feste Masche. Das 2 Runden lang und dann fangen wir schon auch langsam an, den Kopf zu schließen und die Augen einzustecken. Das zeige ich euch gleich. Ich spule die 2 Reihen jetzt einmal ein bisschen schneller und dann machen wir weiter. Wir haben jetzt Reihe 7 und 8 gehäkelt. Jetzt fangen wir an, den Kopf langsam zu schließen. Wir sind jetzt in Reihe 9 und wir häkeln in die nächsten 3 Maschen 3 einzelne feste Maschen. 1, 2 und 3.
Und von der 4. und von der 5. Masche nehmen wir uns jeweils nur eine Schlaufe. Dann holen wir den Faden durch beide raus und häkeln unsere feste Masche. Somit verkleinern wir jetzt den Kopf und das sind unsere Abnahmen. Und das machen wir jetzt diese ganze Runde immer gleich, also 3 einzelne feste Maschen. 1, 2 und 3. Und von der 4. und von der 5. nehmen wir uns eine Schlaufe, holen den Faden und machen unsere Abnahme. Und das auch bis zum Ende der Reihe. Und hier am Ende häkel ich noch 4 feste Maschen. Dann stecke ich das wieder um. Jetzt sind wir in Reihe 10 und wir machen dasselbe. Und nur, dass wir jetzt die 3. und die 4. Masche zusammen abnehmen. Das heißt 2 einzelne feste Maschen. 1 und 2. Und von der 3. und von der 4. nehmen wir uns die eine Schlaufe und machen unsere Abnahme. Und das auch bis zum Ende der Reihe. 2 einzelne feste Maschen und die 3. und die 4. zusammen abnehmen. Hier habe ich am Ende noch eine Abnahme. Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt können wir schon mal unsere Augen reinstecken und unser Kopf ein bisschen befüllen, bevor wir weitermachen. Dafür mache ich den Faden etwas lockerer. Der Anfangsfaden kann natürlich schon mal rein. Ihr könnt das auch super mit Wollresten füllen statt Füllwatte. Und dann sucht ihr euch eure schöne Seite aus. Ich mache das hier vorne. Und dann können erstmal die Augen rein. Ihr könnt natürlich auch Augen einfach raufnähen mit schwarzen Fäden. Ich werde jetzt meinen Kopf schon mit Füllwatte füllen. Den Mund, den nähe ich später oben drauf. Und auch die Nase, da habe ich auch ein paar Mal hin und her einfach so genäht. Und alles andere machen wir im Nachhinein. Das heißt, ich tue hier jetzt schon mal Füllwatte rein. Dann häkeln wir noch eine Runde und dann machen wir den Kopf auch zu. So. Jetzt wieder in die Position. Jetzt sind wir in Reihe 11 und wir werden hier jetzt nur eine feste Masche häkeln und die 2. und die 3. zusammen abmaschen. Also abnehmen, von der 2. und von der 3. jeweils eine Schlaufe, wie vorher auch, und zusammen abnehmen.
Das machen wir auch bis zum Ende der Reihe. Eine feste Masche und dann die zweite und die dritte. Gemeinsam abnehmen. Am Ende des Kopfes angekommen, mache ich meine letzte Abnahme. Maschenmarkierer kann raus. Ich schneide den Faden ein bisschen länger hier ab. Wir ziehen es raus. Jetzt füllen wir den Kopf noch mal weiter fest mit Füllwatte. So, das ist schon mal gut, schön fest. Das Ende tue ich auf eine Vernähnadel. Dann nehmen wir unseren Kopf und wir werden jetzt einmal hier oben durch jede Schlaufe einmal gehen. Einmal rundherum. Und wenn wir hier am Ende angekommen sind, dann können wir das einmal zusammenziehen. Somit ist der Kopf jetzt geschlossen. Und jetzt werde ich die Nadel einmal durch den Kopf hin und her stecken und vernähe so gesehen die Wolle in meiner Füllwatte. So 3-4 Mal und dann reicht das auch. Dann können wir den Faden einmal abschneiden. So sieht es jetzt schon mal aus. Und dann würde ich sagen, machen wir als erstes hier oben die Fühler. Und dann kann jeder auch das Gesicht noch mal reinnähen, wie er möchte. Das zeige ich euch gleich im Schnelldurchlauf. Aber wir machen jetzt die Fühler einmal gemeinsam. Dafür nehmt ihr euch die Farbe eurer Wahl. Aber ich denke, es wird dann schwarz werden in den meisten Fällen. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Ziehen einmal durch, ziehen fest und jetzt häkeln wir 7 Luftmaschen. Macht die nicht zu locker. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Jetzt braucht ihr wieder euer Gelb. Auf die Häkelnadel einmal drehen. Wir ziehen das einmal hier durch das Schwarze durch. Dann ziehen wir das einmal fest. Jetzt häkeln wir noch 1 und 2 feste Maschen. Und jetzt machen wir hier in dieses Gelbe einfach nur feste Maschen rein. 2, 3 und 4. 4 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Ziehen alles nochmal fest. Können unseren Faden jetzt einmal abschneiden. Ziehen es hier raus.
und verknoten Gelb mit Gelb. So. Den schwarzen können wir auch abschneiden. Jetzt können wir hier die restlichen Fäden noch vernähen. Und dann haben wir hier schon einen Fühler und das machen wir jetzt noch einmal. Das geht ganz schnell und dann sind das so zwei richtig süße Fühler, finde ich. Die sehen dann super süß aus am Kopf, wenn die Fäden auch gleich vernäht sind. Und das jetzt noch einmal und dann machen wir das Gesicht und den Körper noch. Ich mache den zweiten Fühler jetzt nochmal. Also einmal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann die Farbe wechseln, drauflegen und drehen, durchziehen, festziehen, nochmal 2 Luftmaschen. So, und in die erste gelbe machen wir jetzt feste Maschen rein. 1, 2, 3 und 4. Fäden abschneiden. Einmal rausziehen. Gelb mit Gelb verknoten. So, dann einmal alles vernähen und dann mache ich den unteren Teil, wo wir die Luftmaschen haben, auf die Vernähnadel und mache das hier oben einmal dran. Und dann kommt noch das Gesicht jetzt einmal. Ich mache die Nase diesmal schwarz als kleinen Punkt. Das zeige ich gleich nochmal, wie ich den Anfang mache. So, die Fühler habe ich jetzt hier dran genäht und festgeknotet. Jetzt habe ich mir schwarzen Faden genommen. Am Ende habe ich einen Knoten reingemacht und werde jetzt erstmal mit der Nase anfangen. Dafür gehe ich hier einmal durch eine Masche durch, ziehe es einmal raus bis zum Knoten. Den Knoten lasse ich hier drinne verschwinden und gehe dann nochmal dadurch. So, das lasse ich jetzt als die Nase. Und dann gehen wir hier durch dasselbe Loch nach unten, da wo der Mund hin soll. Da steche ich einmal durch. Und jetzt werde ich hier einmal den Mund noch reinnähen. So, der Kopf ist jetzt schon mal soweit fertig. Am Ende machen wir noch ganz kurz die Schlaufe. Die ist auch kein Muss, wie ihr möchtet. Und mit der Nase könnt ihr das auch selber entscheiden, ob ihr das in derselben Farbe macht oder in Schwarz. Und jetzt machen wir noch schnell den Körper. Da könnt ihr auch selber entscheiden, wie viele Maschen ihr nehmen möchtet für den Anfang. Ich nehme jetzt 50. Ihr könnt auch 30, 40 oder 60, 70 nehmen. Das ist euch überlassen. Ich werde das mit der Farbe jetzt auch andersrum machen, so dass ich am Ende die zweite Reihe so gesehen gelb mache und das innere schwarz. Das ist auch hier unter der Lampe ganz gut. Also ich lege mir die Schlaufe auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch und ich habe jetzt auch auf eine 3 mm Häkelnadel gewechselt. Und jetzt machen wir einfach 50 Luftmaschen. 3, 4, 5,
Ich habe jetzt doch nur 40 gemacht, weil das ein bisschen lockerer gehäkelt ist und mit einer größeren Häkelnadel. Deswegen habe ich mich jetzt doch kurzfristig für 40 entschieden. Jetzt gehen wir nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die dritte rein. Wir nehmen uns den Faden hier in die dritte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen und jetzt machen wir in jede Masche 3 Stäbchen. Also Faden nehmen, nochmal in dieselbe Masche, durch die ersten beiden und durch die letzten beiden Schlaufen. Faden nehmen, nochmal in dieselbe, durch die ersten beiden Schlaufen ziehen und durch die anderen beiden Schlaufen. Somit haben wir die ersten 3 Stäbchen in eine Masche gehäkelt. Jetzt überspringen wir auch nichts mehr. Wir machen direkt in die nächste weiter, also Faden nehmen, direkt in die nächste rein und wieder 3 Stäbchen reinhäkeln. Das machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind und dann wechseln wir die Farbe. Das spule ich dann gleich schneller und unser Würmchen fängt jetzt auch an, sich langsam schon zu drehen. Also 3 Stäbchen in jede Masche, keine Masche überspringen, direkt daneben immer in die nächste Masche rein. Und man sieht jetzt schon nach 3 Maschen, dass es anfängt sich zu drehen. Und dann spule ich das jetzt einmal schneller, die ganze Luftmaschenkette entlang. 3 Stäbchen in jede Masche und dann machen wir gleich weiter. Am Ende der Luftmaschenkette angekommen, wechseln wir jetzt die Farbe. Wir legen es uns auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch, ziehen das Schwarze fest und jetzt drehen wir das, so dass wir nach links häkeln. Und jetzt gehen wir hier direkt in die erste Masche rein und häkeln eine feste Masche. Und jetzt super zu sehen, in jede Masche häkeln wir eine feste Masche mit der gewechselten zweiten Farbe. Das auch jetzt einmal bis zum Ende, bis wir ganz unten angekommen sind. Und dann drehen wir das Würmchen zurecht, machen noch die Schlaufe und befestigen es am Kopf. Und dann sind wir gleich auch schon fertig. So, wir nähern uns hier dem Ende. Wir häkeln noch die letzten 1-2 Maschen. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich gleich mache. So, den Faden schneide ich erstmal ab. Das vernähen wir nachher. Das ziehen wir raus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich jetzt so lassen und den Kopf einfach so dran befestigen. Aber ich finde, andersrum sieht es noch ein bisschen schöner aus. Das heißt, ich nehme mir hier den Anfang und drehe das einmal in die entgegengesetzte Richtung. Und so drehe ich das jetzt einmal komplett ein. So, ich habe das jetzt andersrum eingedreht. Ich finde das so bei der Biene jetzt gerade ein Ticken schöner. Das untere habe ich einfach ein bisschen fester hier eingerollt. Und jetzt einmal alle Fäden vernähen und dann machen wir die Schlaufe und mit der Schlaufe befestigen wir auch den Kopf. So, wir haben soweit alles vernäht, alles ist fertig. Jetzt machen wir noch die Schlaufe und mit der Schlaufe dann den Kopf an den Körper. Wir lassen jetzt den Anfang ein bisschen länger, weil wir danach das durch den Kopf und durch den Körper ziehen. Dann legen wir das auf die Häkelnadel,
drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt häkeln wir 45 Luftmaschen. 3, 4, 5. Jetzt haben wir 45 Luftmaschen gehäkelt. Die andere Seite lassen wir ungefähr so lang wie den Anfangsfaden. Wir schneiden den Faden ab, ziehen es raus. Jetzt nehmen wir uns das mittig, tun es auf die Vernähnadel. So, jetzt habe ich beide Schlaufen auf der Vernähnadel, nehme den Kopf, gehe hier oben mittig rein, ist gut zu erkennen. Versuche unten mittig rauszugehen, ziehe es einmal durch. So. Ihr könnt das jetzt auch hier nochmal verknoten, wenn ihr möchtet. Ich mache das jetzt direkt durch den Körper. Ich gehe hier so durch 3 Kringel, ziehe das fest, schneide jetzt meinen Faden noch mal ein bisschen kürzer und verknote das hier drinne. Das verschwindet im Körper, man sieht es nicht. So, Faden abschneiden, verstecken und somit ist auch unser Bienchen schon fertig. Ich finde die mega süß, zum Frühling, zum Sommer super geeignet. Einmal in knallig gelb und einmal nicht knallig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schickt mir gerne Bilder auf Instagram, alles ist unten unter dem Video verlinkt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Wir sehen uns die Tage bei einem neuen Video. Guckt gerne alle anderen Würmchen, die ihr auf meinem Kanal findet. Und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und dann sehen wir uns die Tage bei einem neuen Video. Bis dahin.